2017 war es dann aber einfach so, dass halt in meinem E-Mail-Support permanent immer wieder Fragen halt auch zum Thema Ex zurück reinkamen. Und dann konnte ich halt einfach nicht anders, ja, als zu sagen, okay, ich gebe mich geschlagen, ich mache euch doch einen Videokurs dazu. Mhm. Ja, weil es gibt halt, wenn es um Ex zurückgeht, im Prinzip so einen klassischen Weg. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es gibt es gibt prinzipiell zwei Wege, die funktionieren. Ja, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, was so meine neuesten Erkenntnisse sind. Also das ist mal so das eine Thema. Und ich sehe heute, ehrlich gesagt, so das Thema Ex zurück. Es macht mir immer noch Spaß. Ja? Und ich gehe das Ganze wirklich extrem individuell an. Ja, also natürlich ist es so, es gibt bestimmte Mechanismen und es gibt einen bestimmten klassischen Ex-Zurück-Weg, der sehr gut, sehr oft funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich dann doch am Ende des Tages jede Situation sehr unterschiedlich. Und aus meiner Erfahrung braucht es in vielen Situationen eben doch individuelle Hilfe. Ja, dass man eben wirklich ganz genau schaut, okay, was ist eigentlich genau vorgefallen? Ja, geht es eigentlich wirklich um eine Trennung oder ist die Beziehung vielleicht nicht doch noch intakt? Ja, und ist es da jetzt wirklich so sinnvoll, dem Partner gleich sofort Lebewohl zu sagen? Ja, was so der klassische Ex-Rückweg ist, bestehend aus einer Abschiedsnachricht, die man schreibt und dann erstmal vielleicht 2, 3, 4 Wochen Kontaktpause oder Kontaktsperre. Ja, dass man einfach mal die andere Person für eine Zeit in Ruhe lässt. Weil es ist halt ehrlich gesagt doch des Öfteren so, dass sich bestimmte Situationen auch viel einfacher lösen lassen. Ne? Und dass das einfach so oft stattfindet und passiert, dass Partner einfach komplett aneinander vorbei kommunizieren. Ja, man sagt ja auch so, Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus, so eine Art. Äh, so dass gerade speziell bei Frauen, die einfach Schwierigkeiten damit haben, uns Männer besser zu verstehen oder uns Männer zu verstehen, es manchmal einfach helfen kann, denen so ein bisschen einen Einblick in unser Männergehirn zu geben, und sich dann manchmal Situationen auch lösen lassen, ohne diesen Weg mit dem kalten Entzug zu gehen. Ja? Mhm. Wobei ich ganz ehrlich gesagt sage, es gibt natürlich auch und vor allen Dingen solche Fälle, wo, ja, wo bestimmte Leute halt einfach so dermaßen übermäßig emotional co-abhängig sind von ihrem Partner, dass es eigentlich fast schon wie eine richtig krasse Drogensucht ist. Ne? Und gerade speziell in solchen Situationen macht es natürlich Sinn, oder ist natürlich die beste Medizin, kalten Entzug zu machen. Mhm. Ne? Ja, und ich sehe heute halt das Thema Ex zurück, oder ich glaube, dass das Thema Ex zurück für die meisten Leute einfach wie eine Art Wake-up-Call ist oder wie eine Art Weckruf. Ja, einfach mal generell so ein bisschen zu hinterfragen, hat das vielleicht Gründe gehabt, warum mein Partner mich gerade nicht mehr will? Mhm. Ja, kann zum Beispiel sein, dass ich mich irgendwie in der Beziehung verloren habe oder dass ich ganz, ganz viele Dinge, die ich eigentlich vorhatte zu tun, für meinen Partner, irgendwelche Kompromisse eingegangen bin oder die dann doch nicht gemacht habe oder Sachen unter den Teppich gekehrt habe. Ne? Und das ist ehrlich gesagt das, was mir auch heute eigentlich fast noch mehr Spaß macht, als jetzt nur so dieses klassische Ex-Rück-Thema. Ja, also verstehe mich bitte richtig, Ex-Rück macht Spaß. Ne? Aber es macht halt noch ein kleines bisschen mehr Spaß, halt wirklich zu gucken, hey, was ist eigentlich das Thema dahinter? Ja, warum ist die Anziehung verloren gegangen? Ja, und was sind da für Themen, sei es an emotionalen Themen oder an verloren und vergessen gegangenen Träumen und an einfach liegen gebliebenem Potenzial was irgendwo unter den Teppich gekehrt wurde oder was einfach nicht mehr wirklich präsent ist, und oder inwiefern hat sich diejenige Person tatsächlich eben einfach komplett anders entwickelt und es ist vielleicht auch im positiven Sinne zu einer komplett anderen Person geworden, als das, wer oder wie sie am Anfang der Beziehung war, als der Partner oder die Partnerin sich in ihn oder sie verliebt hat. Ne? Weil das ist halt das, was ganz, ganz oft passiert. Dass einer in der Beziehung entwickelt sich irgendwie oder macht einen ganz krassen Sprung, sei es spirituell oder irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung, und die andere Person kommt einfach nicht im gleichen Tempo hinterher. Ne? Ja. Und dann ist halt so die Frage, okay, wie viel Liebe ist wirklich da oder ist doch immer noch da? Ne? Und worum geht es eigentlich wirklich und was willst du eigentlich wirklich? Wenn man jetzt dennoch akut
ein Thema hat, wo man dann Hilfe braucht, wo du auch mal den Chat analysieren kannst, mal schnell, ich sag mal, eine gewisse Nachricht analysieren kannst oder auch vielleicht bei dieser Abschiedsnachricht helfen kannst oder der Vorbereitung des Zs. Ja, wie kann man da am besten deine Hilfe bekommen? Wie kann man vielleicht auf dich zukommen, dir schreiben? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, am besten einfach bei Instagram schreiben, ne? Instagram DM oder ich habe eine WhatsApp-Nummer, ne? Wobei diese WhatsApp-Nummer, die kann sich vielleicht ändern, aber die aktuelle, die findet man garantiert hier irgendwo unterm Video, ne? Da vielleicht einfach mal kurz schreiben. Per E-Mail geht auch für diejenigen Leute, die halt eher lieber den klassischen Weg gehen. Man findet im Impressum mit Sicherheit auch meine Adresse und kann mir Post schreiben, wobei ich jetzt nicht so der große Brieffreund bin. Aber so am schnellsten natürlich WhatsApp. Ja, WhatsApp oder Instagram, einfach Nachricht schreiben, hey, das ist los und ja, oder auf meine Webseite gehen und da einfach straight einen Termin reinbuchen in den Kalender, wenn welche frei sind. Ja. Mhm. Genau, weil, also ich sag halt ganz ehrlich, also mein Plan für die Zukunft, und ich weiß, das war glaube ich auch eine der Fragen im Vorgespräch, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, ich habe im Moment einfach mehr Spaß dran, richtig geile Retreats zu organisieren, was Mhm. halt viel organisatorischer Aufwand ist und viel Reisen beinhaltet, aber auf der anderen Seite halt super viel Spaß bringt. Mhm. Und da habe ich einfach nicht mehr die Zeit, weiß ich will auch mein Leben leben. Ja. Ja, und nicht mehr irgendwie, das ist so der größte Fehler, den die meisten Coaches meiner Erfahrung nach machen. Ja, weiß die meisten wollen einfach Coaching-Business aufbauen und irgendwie krass skalieren, mega Millionen machen und am besten irgendwie die Arbeit selbst gar nicht mehr machen müssen, sondern 5 Assistenten haben und sich selbst komplett rausziehen. Weißt du, ich baue mir mein Business lieber so auf, dass ich Spaß dran habe. Ja, dass ich mich so auf 5 bis maximal 10 Leute persönlich fokussiere gleichzeitig. Mhm. Ja. Also wirklich 1, 2 Hände voll maximal und ja, und halt mehr Fokus drauf haben kann, entweder neue Kurse zu entwickeln oder dann auch einfach teilweise Leuten wieder mehr sagen kann, hey, du hast Problem X, hier ist der Videokurs, schau dir den an, da Ja, findest du in Modul 3.5 an der Stelle genau die Antwort auf deine Frage, die du mir gerade gestellt hast. Ja, hör auf mich zu nerven. So perfekt. eine Art. Ja. Ja, also ich will nicht sagen, also sagen wir mal so, ich habe Spaß an Coaching, ne? Aber heutzutage halt eher viel gezielter, viel individueller und mit viel mehr Fokus auf die einzelne Person und ja, und dann halt eben Retreats machen, Workshops in anderen Ländern, ja, und eben das Schöne mit dem Tollen verbinden. Ja, ich reise extrem gern, ich reise seit 11 Jahren um die Welt, ich habe viel gesehen und ja, zeige gerne mehr anderen Menschen, Ja. wie schön dieser Planet ist, Ja. ja, und wie schön auch andere Kulturen sind und was man wirklich für krasse Sachen an anderen Orten lernen kann. Ne? Ja. Wer das gerne herausfinden möchte, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, das Mhm. andere Video anschauen. Und wer noch irgendwelche Fragen hatte, die ich heute vergessen hatte, den Jonas zu stellen bezüglich Liebeskummer, Erstnachricht, was auch immer, gerne in die Kommentare. Ihr findet viele Informationen in der Beschreibung. Jonas, ich danke dir für deine Zeit Ja, und wir sehen uns gerne. beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis dann.